You blame each other of doing a mistake. What kind of mistake did I do? Because you could repeat the Yeah, pitch. it's true. No, it's me. You said girls, so plural. You have multiple girls? I mean, at the moment I'm single, so yeah, I don't know. Wow, die Antwort von Babsi kam schnell. Das ist ein deutliches und du bist sogar einig. Also das ist so glasklar. Das ist nämlich brutal. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport, Etrefort und Petzl. Hallo und herzlich willkommen zur jüngsten Sendung, für einmal nicht aus dem Studio oder der Kletterhalle, sondern von einem Event der besonderen Art, dem Red Bull Dual Ascent. Es ist ein Mehrseilängen-Wettkampf an einer der höchsten Staumauern der Welt, hier im Hintergrund im Vjerdsaska-Tal. Wir haben uns überlegt, im Rahmen dieses Events eine eigene kleine Competition zu machen. Wir wollen nämlich herausfinden, welches dieser Kletterteams harmoniert am besten abseits der Wand. Ihr könnt euch also freuen auf die heutige Sendung. Imposant und auch ein bisschen furchteinflößend ist sie, die Vjerdsaska Staumauer. An diesem Betonkoloss messen sich 16 Athletinnen und Athleten im Speedklettern. Doch nicht im gewohnten Setting. 180 Klettermeter unterteilt in 6 Seillängen gilt es zu überwinden. Die Seilschaften bestehen aus Bouldern ohne Mehrseillängenerfahrung, Eiskletterern und den stärksten Sportkletterinnen und Sportklettern der Welt. Eines hat dieser bunte Haufen starker Jungs und Mädels gemeinsam. Sie wollen die Route so schnell wie möglich klettern. Beim Red Bull Dual Ascent geht es also um Kraft, Ausdauer und Speed. Ebenso wichtig beim Mehrseillängenklettern ist doch aber, wie gut das Team harmoniert. Genau das wollen wir herausfinden in unserem Quiz. Das sind unsere 3 Teams. Mit von der Partie sind die Westschweizerin Katrin Chung und die Französin Melissa Leneuve. Sie treten unter anderem gegen die beiden Slowenen Jernej Kruder und Domen Škofic an. Als letztes Team stellen sich Babsi Zangerl und Jacobo Laucher unseren Fragen. Our first 2 athletes we have in the competition are Melissa Leneuve and Katrin Chung. I hope you're ready. I would say we start right away with the questions. Who did the bigger mistake at the Red Bull Dual Ascent? 1, 2, Otto, 3. what the fuck? No, I didn't know. So I guess you blame each other of doing a mistake. What kind of mistake did I do? Because you could repeat the Yeah, pitch. it's true. No, it's me. Very true. You were a bit No. lazy. Whose climbing shoes smell worse? Oh, 1, 2, 3. Interesting. I want to point. be polite. Who dropped more climbing gear off the wall? 1, 2, 3. Just because you said it. Oh, you agree. What did you drop? Not on this wall, but I drop often a lot of stuff. What's your favorite piece of climbing gear you dropped? One time I did a Gouffre du Berger. It's like 1,000 meters underground, and I dropped at the very lowest spot my ascender. 1,000 meters to climb. What did you do? I used the thing I had on my feet. Whose Italian is better? Who's what? Whose Italian is better? Oh my god. 1, 2, 3. Hey, we agree again. Can you prove it? Sì, un po'. Tutto bene. Who's the bigger dirt bag? Oh, this I know. Easy. 1, 2, 3. We agree. You agree? Who's more romantic? Ooh. Oh my god. Like, what kind of question is that? 1, 2, 3. I don't know. Why do you think she's more romantic? Because I'm not really romantic, so I guess she's more romantic. I don't know. Do you think, yeah, it's actually true? I have no idea about her, but over the years, yeah, I became more romantic. Das war das erste Team unserer... Oh, Studiolicht fehlt noch, Chris. Merci. Also, das war das erste Team unserer Kletterbau-Competition. Wir möchten ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle und auf eine Neuheit hinweisen, die heller ist als diese Studiobeleuchtung. Wir sind losgezogen mit der Stirnlampe Nao RL von Petzl und die hat es in sich. 1500 Lumen Leistung bei einem Gesamtgewicht von 145 Gramm, das ist rekordverdächtig. Die enorme Leuchtkraft ist bei der Wegfindung auf Bergtouren enorm hilfreich und eignet sich für nächtliche Ski- oder Biketouren oder auch Trailruns ebenso gut. Die Neuheit aus dem Hause Petzl ist ab sofort im Fachhandel erhältlich, beispielsweise bei Bächli Bergsport. Infos zu unserem Bericht findet ihr auf www.lacrux.com.
So, jetzt aber zurück zur Kletterpark Competition hier im Tessin. Als nächstes dran sind Jernej Kruder und Domen Skofic. Are you guys ready? I'm ready. Ready. Who's keeping calm when climbing on the sharp end? Oh, you agree. So you got bigger nerves than Domen? No, I can't say I have bigger nerves. It's just due to my experience, I know that there are like more dangerous things or harder things. So I know how to play the game and also like keep Domen motivated. Whose climbing shoes smell worse? Oh, you agree. How would you describe the smell of Jernej's shoes? Oh man, it's yeah, it's hard to say. I don't know. How can you say this? I think it's like no words for it. It's not for public. It's you not know? for public. I don't know what questions you're asking. This is like So we talk about this later. Another question: who's jumping in a cold river without hesitating? Okay, you don't like jumping in cold rivers? I do like, but I think he would be like for sure much crazier than I do. Are you one of those guys who's doing that like as a sport, kind of like Shauna Coxey? She's doing that as a sport. Yeah, kind of like she's really like. Okay, if she calls it like that, then I'm doing it as a sport. Yes. Very good. So last question: who of you is more romantic? Ooh. Okay, so both of you think you're more romantic. Why do you think you're more romantic? I don't know. It's I like to spend times with girls when I have the chance. So I don't know. It's an interesting point. It's an interesting question. Yeah, I don't know. But you said girls, so plural. You have multiple girls? I mean, at the moment I'm single, so yeah, I don't know. What about you? The thing is, it's we don't know each other like what we do on the dates because we Yeah, don't it's talk hard about to dates. say. But for example, Domen doesn't know that sometimes I cook for my girlfriend, you know, or bring her flowers. You know, he only sees me like taking her here, and she's obviously not enjoying it too much because she's not an athlete, and maybe that's why people think I don't treat her nicely, you know. But at home, I'm a lovely man, you know. It's interesting. I see a new side of Jernej Kruder, and this is the end of the competition. We're gonna find out later who's how many points he did. Thank you very much for the competition. Unser drittes und letztes Kletterpaar bei unserer Competition, das ist ein richtiges Kletterpaar, nämlich Jacobo Lacher zu meiner Linken und Babsi Zangerl zu meiner Rechten. Willkommen. Ich würde sagen, wir legen gleich los mit den Fragen. Seid ihr ready? Wer behält den kühleren Kopf, wenn er im Vorstieg klettert? Okay, ihr seid euch nicht einig. Jeder hat das Gefühl, der andere sei cooler drauf im Vorstieg. Wie kommt's? Ja, keine Ahnung. Also wenn der Jacopo vorsteigt, dann habe ich das Gefühl, dass er selten die Nerven verschmeißt. Bei dir in dem Fall das Gleiche, aber das heißt eigentlich, ihr habt einfach Nerven aus Stahl beide, oder? Nein, nicht immer. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Babsi ziemlich cool bleibt, wenn sie was Hartes vorsteigen muss. Die besten Kletterschuhe stinken mehr. Wow, die Antwort von Babsi kam schnell. Das ist ein deutliches und du bist sogar einig. Ja, das muss dazugeben. Also das ist so glasklar. Das ist nämlich brutal. Wo muss der Jacobo zu Hause die Schuhe aufbewahren? Im Keller. Zurück zum Klettern. Wer führt die Statistik an und hat mehr Klettermaterial die Wand runterfallen lassen? Da seid ihr euch wieder mal einig. Was ist so dein Lieblingskletter-Gadget, das du fallen lässt? Ich habe alles schon fallen gelassen. Einmal war es der Helm, Kletterschuhe, Sicherungsgerät. Und ich habe die Vorliebe, dass ich am Halbweg alles außen rumhänge. Und der Jacopo ist der organisierte Typ in der Wand, der macht alles perfekt hinein und ich hänge es halt außen dran und deswegen hat man halt ein größeres Risiko. Wessen Italienisch ist besser?
Nicht vorhanden. Ne? Mei. Also kannst du etwas Italienisch wenigstens? Ja, ich kann nur was bestellen. Und die Klassiker Cappuccino, Pizza und Co. Tutto bene. Wer ist der größere Dirtbag von euch zweien? Seid ihr euch einig? Ich gehe gern duschen. Ich mag Wasser nicht so gern. Du magst Wasser nicht so gern, du gehst gut. Lieber mal duschen. Ja, das passt ja zu vorher. Nein, ich bleibe gerne im Bus, wenn ich so unterwegs bin. Das ist super cool. Du bist eher lieber von zu Hause aus klettern? Nein, ich bleibe auch gern im Bus, aber nach 3 Tagen habe ich gerne eine Dusche. Und du könntest für ewig. Für ewig vielleicht nicht, aber ich bleibe gerne so einen Monat im Bus. Okay. Nico Favres und Jean Villanueva, für die ist ja wie so ein Instrument Teil des Kletterequipments. Wer von euch ist musikalischer? Komm schnell. Ich weiß es nicht. Aber Mal, da seid ihr euch einig, du, ja? ich war mal bei der Musikkapelle und habe Klarinette gespielt. Klarinette? Und in Lederhosen marschiert. Gibt es da Bilder davon? Die Da Frage gibt habe es ich leider Bilder, ja. verpasst. Kannst du uns ein Bild schicken? Ja, kann ich gleich schicken. Also, danke vielmals für eure Teilnahme. Ich glaube, ihr seid ziemlich gut im Rennen. War ja auch zu erwarten. Aber muss nicht sein, weil Jerne und Domen, die waren auch nicht schlecht. Wir werden sehen in der Auswertung. Das war unser Quiz, respektive ein Ausschnitt der insgesamt 13 identischen Fragen, die wir den Kletterpaaren gestellt haben. Alle Teams lagen dicht beieinander, doch es kam zu einer Überraschung. Nicht etwa das richtige Kletterpaar Babsi und Jacobo hat gewonnen, sondern Jerne Kruder und Domen Škofic. So viel von unserer Competition. Etwas seriöser geht es hinter uns zu und her am Red Bull Duel Ascent. Da findet nämlich gerade das Finale statt. Die Gewinner unserer Competition waren auch am Red Bull Duel Ascent auf Siegeskurs. Sie traten im Finale gegen den Olympia-Goldmedaillengewinner Alberto Gines Lopez und den Slowenen Luka Potokar an. Die Finalroute bestand aus einer 6C-Länge, zur Angewöhnung dann eine 7A, gefolgt von 3 Routen im oberen 7. Schwierigkeitsgrad. Die letzte Seillänge mit 8B bewertet bildete die Krux. Beide Teams legten ein unglaubliches Tempo an den Tag. Sie kletterten die 6 Seillängen insgesamt 180 Meter in unter einer Stunde. Das sind knapp 10 Minuten pro Seillänge, 5 Minuten pro Person. Das Team Kruder Škofic lag über alle Seillängen hinweg knapp in Führung. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer war klar, die beiden werden den Wettkampf für sich entscheiden. Wenige Meter vor dem Ausstieg jedoch kam es zur Überraschung. Jerne Kruder stürzte unerwartet und ebnete dem Team Lopez Potokar den Weg zum Sieg. Was ist passiert? Wir haben mit Kruder und Škofic direkt nach dem Ausstieg gesprochen. So, Jerne and Domen, congratulations for this competition, for your performance you did. How do you guys feel? I feel like I'm gonna puke right now. What about you? Yeah, to be honest, I'm exhausted as well, but somehow it's like always love endurance, and somehow I was feeling better and better through the route. You guys were leading, you were faster than the other team all the way up to the last pitch, but what happened there? Why did you fall? Yeah, I'm gonna say it again. I have to blame my bouldering career. I'm really not used to. It's not about the difficulty, but it was just hard enough that my low level of endurance showed off on the last pitch. Yeah, congratulations for the performance. And you know, I mean, I wasn't only surprised that you didn't win because you were leading all the way, but also because at the other competition we did with you guys and the other teams, you won against Babsi and Jacobo, who's a real couple. So even in our competition you won, so you have one win and here not. So congratulations for that as well. You're the best climbing couple. Thank you. No, it was good that you put up the other game. That's how we see that we're actually confident and comfortable with each of us, and we feel safe on the wall, and that's the most important thing. Great. So congratulations and have fun and have a good time in Switzerland here. No worries about that. Und für euch da draußen, ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Das war's vom Red Bull Duel Ascent. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert den Kanal.